Moin Leute, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen mal heute eine Runde GeoGuessr und zwar die Deutschland-Version. Wir befinden uns hier an Orten in Deutschland ohne Zeitbegrenzung. Ich werde so 2-3 Runden spielen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Ich werde nämlich die Tage noch ein GeoGuessr-Video hochladen, wo ich versuchen werde, Orte auf der ganzen Welt zu finden. Und ja, ich fange jetzt erstmal locker an mit Deutschland. Wenn ihr euren Ort selber findet, wäre irgendwie witzig, schreibt das mal in die Kommentare rein. So, also ich habe ja auch keine Zeitbegrenzung, weil unter Druck arbeiten ist irgendwie ein bisschen schlecht. Und ich bin generell, so was Geografie angeht, war ich eigentlich relativ gut. So GeoGuessr mal so und dann auch mal nicht so. Taberna, Tapas und Vino, also irgendein Geschäft hier. Wir brauchen dich für Küche und Service. Also wenn ihr euch bewerben wollt, wenn ihr einen Job braucht, bewerbt euch immer hier. San Miguel. Jetzt ist natürlich die Frage, das kann überall sein. Ich halte immer so nach Ortsnamen Ausschau oder nach irgendwelchen Verkehrsschildern. Ja gut, da kannst du nicht viel sagen. Guck mal, Altstadt, Bahnhof, Busbahnhof, also scheint eine größere Stadt zu sein. So von den Gebäuden her, weiß ich nicht, ey. Es scheint eine schöne Altstadt zu sein. Große, kleine, weiß ich nicht. Ich finde ja auch gar keine Verkehrsschilder, ne? Guck mal, steht hier irgendwas dran. Marktstraße 25, Radcenter. Wäre lustig, wenn das bei mir wäre. Aber das würde ich, glaube ich, erkennen. So, meine Umgebung. Die kenne ich. Sieht so nach Osten aus, so von den Gebäuden her, würde ich jetzt erstmal sagen. Das ist, glaube ich, ein Schwimmbad oder so gewesen. Also es muss irgendwie eine größere Stadt sein. Ich weiß jetzt auch nicht. Thüringer Hof. Haha, schau mal an hier. Ist das vielleicht schon ein Hinweis, in welchem Bundesland wir sind? In Thüringen gehe ich jetzt einfach mal davon aus. So, was haben wir hier? Rudolstadt. Jetzt die Frage, ist das Rudolstadt oder ist es nicht? Wir gehen mal nach Thüringen. Komm, wir müssen ja mal hier ein bisschen was schaffen. So, wo haben wir hier? Haben wir Thüringen, Erfurt, Eisenach. Tja, wo liegt Rudolstadt? Ist das vielleicht hier? Ich mache jetzt einfach mal hier. Guck mal, das ist Erfurt. Ist gar nicht so verkehrt. Wir machen mal hier so, da. Jetzt schauen wir mal, ob wir richtig liegen oder nicht. Schaut euch das an. 24 Kilometer entfernt. Wir waren hier und das war hier. Rudolstadt. Gibt es tatsächlich. Also, wir haben schon mal fast 4000 Punkte. Ab zum nächsten Standort. Schauen wir mal. Oh, ganz, ganz schön. Ja. Sieht nach Neubau aus. Ne, so viele Neubauten gibt es hier gar nicht. So, das ist natürlich auch immer die Frage. Wenn das so in ganz verwinkelten Seitenstraßen ist, da hast du natürlich auch ein bisschen verschissen, ey. Weil wenn du so in den hintersten Ecken irgendwo wohnst, ist zwar ruhig, ist zwar schön und gut, aber hier, wenn du jetzt GeoGuessr machst, das ist natürlich auch nicht immer gerade vorteilhaft. Aber gut, für die Leute, die hier wohnen, ihr werdet es erkennen oder auch nicht. Schauen wir mal. Gut, hier werde ich nicht viel erkennen. Hier muss ich ein bisschen raus aus der Straße. Ah, was haben wir hier? Schwäbisch Gmünder Bier- und Jagdmuseum. Haha, mit Gaststube. Also Schwäbisch Gmünd scheint das zu sein. Es ist die Frage, wo liegt Schwäbisch Gmünd? Ist es so einfach, wie der Name sagt, dann müssten wir ja irgendwo in Baden-Württemberg sein. Ah, schöne Sicht auf jeden Fall hier in die Stadt. Also wenn das Schwäbisch Gmünd ist. Ich fahre jetzt einfach mal auf diesen Trick rein. Ich suche jetzt einfach mal Schwäbisch Gmünd. Das müsste ja irgendwo... Tja. Stuttgart. Wo ist Schwäbisch Gmünd? Also auf jeden Fall irgendwo hier in Baden-Württemberg, würde ich sagen. Gehen wir mal hier links. 15% Neigung. Oha. Hier darfst du aber auch nur nüchtern runterfahren. Sonst liegst du ganz schnell mal hier über die Leitplanke rüber. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie mal ein Schild, das meine Theorie bestätigt. Guck mal, da zum Beispiel... Ah, warte mal. Gucken wir mal hier von der anderen Seite. Schönes Schild. Ah, Rehnenhof. Also, wer den Rehnenhof in Schwäbisch Gmünd kennt, ich glaube jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal Baden-Württemberg. Ich ziehe das mal ein bisschen größer. Ich würde mal so ein bisschen südlicher von Stuttgart reingehen, oder? Sieht man das hier vielleicht sogar? Ich bin bestimmt blind. Kirchheim unter Teck. Junge, was haben die hier für Liechtenstein? Ist das nicht ein Land oder was? Das wird aber mit IE geschrieben. Ich mache jetzt einfach mal hier so auf dem Eck. Mal gucken, vielleicht liegen wir... Ah, guck mal, waren gar nicht so weit weg. Auch nur 60 Kilometer. Also bislang haben wir Glück. Hier, Schwäbisch Gmünd gibt es tatsächlich. 3000 Punkte, rein in die nächste Stadt, rein ins nächste Bild. Ich hoffe ja immer, dass ich mal so einen Schnipsel aus meiner Region finde. Wäre irgendwie ein bisschen cool. Vielleicht ist es ja sogar hier vorne. Gucken wir mal, vielleicht ist ja da mein Ort mit drauf. Und das ist halt, in der Deutschland-Version ist das halt eine große Hilfe. Aber, aha. Reda, Bielefeld, Gütersloh. Das heißt, wir sind irgendwo in Westfalen. Irgendwo in der Nähe von Bielefeld. Irgendwo, wo es dann auch auf die A2 geht. Schauen wir mal, hier ist Bielefeld. Da ist A2 Hannover. Bad Oeynhausen und Osnabrück. War da auch irgendwo. Aber es ist ja eine falsche Betonung.
Das heißt ja nicht Osnabrück, ne? So, also A2, hier haben wir Bad Oeynhausen. Wir machen jetzt Marienfeld, ist auch noch mit dabei. Ja. A2 Hannover, wo ist denn Dortmund hier? Hier, da ist Osnabrück, gerade schon gesagt, Dortmund. Irgendwo hier zwischen. Ich mach mal auf so einer Bundesstraße. Wir sind noch nicht ganz in Bielefeld. Gütersloh ist auch noch mit drauf. Gütersloh, guck mal hier. Könnte ja eigentlich hier dann sein, ne? Gütersloh, vielleicht hier so. Ich gehe mal hier Richtung Gütersloh, mal gucken. Aha, 9,3 Kilometer. Guck mal, einmal hier gerade durch. Also so schlecht bin ich gar nicht hier in der Deutschland-Version bislang. Wir machen ja gleich nochmal 1, 2 Routen mehr, je nachdem wie die Zeit reicht. So, das sieht auf den ersten Blick ja nach Bayern nicht aus, sonst hätten wir ja Berge im Hintergrund, aber so von den Häusern her, von den Bauten her. Hier scheint so eine Schule zu sein. Aha, Vorsicht, ja, 30er-Zone. Sind da hinten sogar ein paar Berge? Ich glaube, das sind Berge. Das wäre witzig, aber. So, was haben wir hier? Ich kann gar nicht auf die Schilder gucken. Hier war doch ein Schild, oder nicht? Fußballverein, Fußballplatz. Richtig und wichtig auf jeden Fall, aber ich erkenne das nicht. Was steht da hinten drauf? Jetzt müssen wir mal gucken. Heinz-Ritter-Halle. Grillplatz und die Tennisplätze. Was haben wir hier? Den Namen von der Schule, gut, da sagt mir auch nichts hier. Heinz-Ritter-Schule wahrscheinlich. Heinz-Ritter-Gymnasium oder Halle. Heinz-Ritter-Halle. Wer kennt Heinz Ritter? Das ist jetzt die große Frage. Was haben wir hier hinten? Ah, schön und gut. Hier kann man vielleicht was auf den Werbebanden erkennen. Vorstädten. Förstetten, Vorstädten. Hört sich so bayerisch an, irgendwie. Ja, ich komme aber nicht weiter ran an die Schilder, oder? Komme ich hier rum? Ich mache mal hier in Bayern. Wo könnte Vorstädten sein? Ist das hier im Süden vielleicht? Südlich von München? Das ist natürlich die Frage aller Fragen, die ich mir stelle. Spontan würde ich sagen, weil es ja so ein paar Berge auch leicht angedeutet im Hintergrund gibt. Hier hinten zum Beispiel. Guck mal. Würde ich schon sagen, vielleicht irgendwo hier in der Region. Also hier in der Region Monau, da war ich ja über 10 Jahre fast jährlich im Sommer. Also hier würde ich mich auskennen. Das würde ich erkennen. Tja, was machen wir denn? Machen wir hier mal vielleicht, so in der Region. Schongau, Marktoberdorf. Oder habe ich das schon mal gehört? Vierstetten? Wie heißt das? Vorstädten, Förstetten? Wird schon falsch sein. Ach guck mal, so falsch ist es gar nicht. Nur 228 Kilometer. Aber hier Freiburg im Breisgau. Ah ja. Guck an, aber immerhin 522 Punkte, 200 Kilometer weg. So, letzte. So, jetzt sind wir hier wieder. Ah, guck mal, haben wir hier schon. Weserspitze über Waldau. Ah ja, da haben wir schon wieder den ersten Hinweis. Weserspitze. Jetzt natürlich die Frage, ist das wieder so ein Ding? So eine Falle, Weser, Bremen und so weiter. Sieht das nach Bremen aus? Wir gucken mal, da hinten scheint ein Stadion zu sein oder ein Bahnhof. Nee. Deichmann. Aha, schau an. Ich mache natürlich hier alles ohne Schleichwerbung, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe mir extra hier diese Orte ausgesucht. Aber, ja, weiß nicht, könnte das schon Bremen sein? Weiß ich nicht. Hier Kirchgasse. 2:30 haben wir hier. Aydin, nee. Könnte es nicht sein. Müller-Hermann. Gut, hier kann man nichts erkennen, keine Schilder. Müssen wir weitergehen. Friseur. Und so ein bisschen auf die Vorwahl. Vielleicht erkennt man ja von der Vorwahl irgendwas. 25 Jahre. Hier gibt es schon ein Geschäft 25 Jahre lang. Havelt, okay. Kurz mal raus. Also es ist auf jeden Fall eine größere Stadt. Also diese Straßenbahnen, die fahren ja vermehrt nur in den Großstädten. Also es könnte schon Bremen sein, warum nicht? So, hier gucken hier. Ah, nee, Eisenach. Eschwege, dann ist das irgendwo Sachsen-Anhalt, glaube ich, ne? Eisenach oder Thüringen. Ist das nochmal Thüringen? B7 ist nämlich auch nicht in Niedersachsen, glaube ich. Es könnte Erfurt sein, ne? Familie Tietz Restaurant oder irgendwo in der Nähe, auf jeden Fall, von Eisenach. Wo ist denn jetzt hier Eisenach? Gucken wir mal. Eisenach muss auch irgendwo in Thüringen sein. Da, Eisenach. Ist hier irgendwo die B7? Wir können ja auch auf die Bundesstraßen mal gucken. Aber wahrscheinlich ist die B7 so klein, dass sie hier gar nicht aufgeführt wird. B19, 62, nee. Ja, ich glaube nicht, dass das hier in Bremen. Wir gucken mal, um das auszuschließen. Bremen, vielleicht ist ja hier die B7. Schauen wir mal. Wegen Weser und so, ne? Hier ist B6 schon mal. B6 ist gar nicht so weit weg. Ich kann jetzt nicht hier stundenlang nach der B7 gucken. Das ist jetzt natürlich die Falle, ne? Aber Eisenach, das muss hier unten sein. Hallo, ich habe es doch gerade gelesen. Also wenn es die 2 Eisenache gibt, dann muss das ja irgendwo hier in der Nähe sein.
Ach, guck mal, hier ist es doch. Mal bin ich doof. Ja, muss das irgendwo in Erfurt sein. So, hier Erfurt. Oh, nicht ganz. Wo waren wir denn? Ach, in Kassel. Schau an. Aber wieso dann B7 und Eisenach? Ach, guck mal, hier B7. Hier ist noch eine B7. Oder es gibt hier in der Nähe von Kassel auch ein Eisenach. Naja, also wir schauen mal auf die Results. Wir haben ganze 13.471. Gut, aber ich würde mal sagen, wir machen noch eine Runde. Ja, wir haben jetzt gerade 10 Minuten rum. Wir machen noch eine Runde Deutschland-Version. Einmal nochmal rein hier. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen schneller jetzt hinbekommen. Eine Runde geht noch. Ja, Kleingärten, okay. Was haben wir hier für eine Straße? Man kann auch anhand der Straßenschilder vielleicht erkennen, ob man so in der Großstadt ist oder nicht. Auf dem Graben. Aber das sind jetzt schon wieder so diese verwinkelten Straßen, wo halt viel Baustelle ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwelche Straßenschilder sind. Da vorne, guck mal an. Ich kann das nicht erkennen. Irgendwas mit K? Schwerbe? Schwerbe, keine Ahnung. Hört sich auch so westfälisch an, so ein bisschen. Vielleicht sieht man hier ein bisschen mehr. Iserlohn, okay. Wo war Iserlohn? Ich glaube auch Baden-Württemberg, oder? Das ist die Frage, ey. Meine Kenntnis ist vielleicht hier noch irgendwie, hier Iserlohn. Na gut, hilft mir nichts. Hennen. Aber Iserlohn, ist das in Westfalen? So gut kenne ich mich dann auch nicht aus. Ich weiß, dass Iserlohn eine Eishockeymannschaft hat. Oder war das bei Ingolstadt, Iserlohn? Nee, glaube ich nicht. Gute Frage. Also ich kann jetzt auch völlig falsch liegen. Ich meine jetzt mal Ingolstadt. Aber ich glaube, das liegt in Westfalen irgendwo. Ja, shit. Hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Also 409 Kilometer weg. Bei Dortmund liegt das hier, Iserlohn. Die Iserlohn Roosters sind das nämlich. Schade. Okay, weiter. Vielleicht mal so eine kleinere Stadt. Wäre auch nicht schlecht. Oder so ein Dorf. Wohlhaller Straße. Gramm-Bergbohrer Landstraße. Mein Gott. Also manche Straßen haben sie auch gewürfelt, ne? Da hat der liebe Gott auch keinen guten Tag gehabt, als er die Straßennamen hier den Menschen ins Gehirn einpflanzen ließ. So, hier auch wieder eine Nebenstraße. Auch, ja, so ein bisschen Altbau. Aber auch schöne Häuser hier. Also, wer immer auch hier wohnt, ist schön entspannt. Schön ruhig, das wäre auch was für mich. Was ist das hier? Kleiner Lichtbug hier, als das Google-Auto rumgefahren ist. Guck mal, das sind nämlich auch alles aktuelle Fotos von 2023, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist die letzten Monate ein bisschen, ja, aktiver auch rumgefahren. Mein Gott, ist aber lang hier. Jetzt kommen wir an eine Bahnschiene ran, sehr schön. Okay, also scheint es ja auch irgendwo in der Nähe einen Bahnhof zu geben, aber das kann natürlich auch überall jetzt wieder sein. Und ohne Straßenschilder, ohne irgendwie, jetzt hier vielleicht. Aha, gut, Sparkasse Bremen, da haben wir es schon. Dann sind wir irgendwo in Bremen. Ich mache jetzt einfach hier spontan drauf. Außer, dass es wieder irgendeine Falle, aber warum? Haha, 13 Kilometer nur weg. Hier außerhalb war das ein bisschen in Burg Gramke. Ramkermoor. Naja, siehst du, 13 Kilometer, darauf muss man sich verlassen können. Aber manchmal kann das auch eine Falle sein, ne? Manchmal gibt es auch so Ortsnamen oder irgendwelche Begriffe, da denkst du, ha, das ist der Ort und dann, nee, ist er doch nicht. So, jetzt sind wir hier auf irgendeinem Bauernhof hier landet. Was haben wir hier? Sehr schön. Auch eine sehr entspannte Gegend, aber ich erkenne das nicht wieder. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ich das nicht erkenne, dann kann das nicht bei mir sein. Oder vielleicht doch und ich bin halt hier noch nie lang gefahren. Horsten, Etzel, Friedeburg und Rebsold. Hört sich so holsteinisch an. Oder irgendwie was im Norden auf jeden Fall. Abikafe. Oder Abicave. Was haben wir auf der anderen Seite? Gemeinde Friedeburg, Landkreis Wittmund. Okay, Wittmund war irgendwo, glaube ich, Westniedersachsen. Wittmund. Wittmund, wo ist es denn? Meppen, Papenburg, Wittmund ist auch nicht so. Ach, hier oben, guck mal. Ha! Landkreis Wittmund. Jetzt muss man mal gucken hier. Abikafe. Ob wir das hier auf die Schnelle finden. Abikafe. Parklage, Leerhafe. Da scheint es sehr viele Hafe zu geben. Westerhold. Oh, das ist ja hier ein Absurd. Karolinsel, Wangerland. Also auf jeden Fall auch in der schönen Gegend wohnen die hier. Jever. Jetzt habe ich Wittmund wieder verloren. Wo ist es denn? Jetzt habe ich Wittmund verloren. Aurich. Ach, hier oben Wittmund. Ja, es wird irgend so ein kleines Dorf sein, ne? Abikafe. Leerhafe. Die liegen wahrscheinlich so alle aufeinander. Ja, ich mache jetzt einfach mal... Ach, hier Abikafe. Ha! Gefunden. Machen wir einfach mal hier. So. 140 Meter.
Voll gut. Schade, wenn ich mal noch ein bisschen weitergegangen wäre hier an der Kreuzung. Fast 5000 Punkte. Ich sage euch, der Deutschland-Experte, ich könnte auch so Reiseführer machen. Wenn ich mal einen Reiseführer machen sollte, dann würde der heißen Gelsenkirchen sehen und reicht. Ha, Jesus ist auch hier. Okay, Jesus. Der Enzkönig. Fresh Pizza und Döner. Okay, since 2005, also schon längeres Geschäft. Oh, schön alte Bauten hier. Das muss jetzt aber irgendwo im Osten sein. Das sieht wirklich so aus. Aber ist auch wieder sehr verwinkelt. Das kann auch wieder überall sein. So, hier Gaststätte Adler Saalbau. Okay, es gibt ja, glaube ich, einen Fluss, ne? Saale oder so. Aber ich muss hier erstmal rauskommen. Ich muss hier erstmal aus dieser engen Straße raus. Die Straßennamen helfen mir nicht weiter. Tassos Bistro, ist das nicht ein Mod von Monte? Tassos BVB, glaube ich, heißt er. So kommt man hier rein. Ja, das ist gut, aber ich erkenne hier nichts. Straßenschilder schön und gut. Hier kommt auch, guck mal, da hinten ist ein Bahnhof. Was haben wir hier? Enzberg. Ja, Enzberg, das sagt mir leider auch nichts. Habe ich noch nie gehört. Logischerweise, ne? Ich kann natürlich auch nicht alle Straßennamen hier oder Orte schon mal gehört haben. Hier gibt es auch eine Miele. Jetzt halt die Frage, Enzberg. Hört sich so nach Sachsen an. Ich sag's, ich setze jetzt einfach mal. Ich setze mal einen Punkt. Ach, war ja gar nicht so weit weg. 403 Kilometer. Bei Stuttgart ist das, okay. Ja, siehst du, auch mal wieder was gelernt. Hier so diese kleinen Dörfer, habe ich noch nie von gehört. Wahrscheinlich, wenn du in den Regionen wohnst, dann. Aber so. Na gut, 400 Kilometer weg. Letztes Dorf. Letzte Großstadt, letzte Kleinstadt für die Folge hier. Und dann, wie gesagt, bleibt dran. Die nächsten Tage wird noch eine weitere Folge kommen, wo ich ja, die Orte auf der Welt, auf der ganzen Welt dann mal erkundschaften werde. Das wird dann nochmal ein bisschen schwieriger. Deutschland war so zum Warmspielen. Und wenn ihr gerne mehr solcher Videos sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Auch was für Orte ich dann erkunden soll. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Stadionversion oder so. Kann man ja auch nochmal machen. Aber ich mache halt so diese Videos, um so die Zeit bis EA Sports FC zu überbrücken. Und ich bin der Meinung, die zweite Voting-Phase läuft auch schon. Also, wenn ich das Video schon gebracht habe, dann macht da auch gerne nochmal mit, damit wir bald unsere Mannschaft haben für den EA Sports Karrieremodus. So. Auch wieder ein bisschen verwinkelter hier, merke ich gerade. Also muss ich auch mal auf die Hauptstraße kommen. Schillerstraße. Tja, da würde ich jetzt spontan sagen, das ist irgendwo bei mir. Aber ich erkenne es nicht wieder. Das ist dann auch schon mal ein gutes Zeichen. Schillerstraße. Die ist ganz schön lang hier. Schillerstraße. Nichts zu machen. Was haben wir hier? Ja, nochmal Schillerstraße, Kentnerstraße, keine Ahnung. Also hier in diesen Seitenstraßen hast du halt verloren. Ich muss halt auf irgendeine Hauptstraße kommen, um das zu erkennen. Tja, oder ist das von einer größeren Stadt? Haus des Abschieds. Hört sich so böse an. Aber Abschied ist ein gutes Thema. Ist ja schon hier der letzte Punkt. So, was haben wir hier hinten drauf? Notstromtechnik in Winsen-Luhe. Gut, das kann natürlich auch wieder ein Fake, will ich nicht sagen. Wie sagt man, so eine Falle sein. Also Winsen-Luhe war ich schon mal. Da war ich schon mal. Hier, Aussichtspunkt Heidestraße, Itzehoer Versicherung. Jetzt kann es natürlich auch Itzehoe sein. Oder die heißen einfach nur so. Und der Typ kommt einfach nur aus Winsen. Also Winsen oder Itzehoe. Für was entscheiden wir uns? Vielleicht heißen die auch einfach nur so, die Itzehoer Versicherung. Aber warum sollten die Itzehoe heißen, wenn das nicht in Itzehoe ist? So, Winsen ist nämlich irgendwo hier. Da, Winsen-Luhe. Und Itzehoe ist... Ne, da ist Buxtehude hier, bei Monte. Komm, wir mal vorbeigucken. Ich mache jetzt einfach mal Winsen. Ich vertraue mal dem Autofahrer. Und ich war gar nicht so weit weg. 73 Kilometer ist hier oben Itzehoe. Lägerdorf, okay, dann hieß das wohl nur so. Naja, also wir haben hier auch in der zweiten Runde satte 12.000 Punkte geholt, also so roundabout 25.000 Punkte in 2 Runden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo da für weitere GeoGuessr-Videos und das nächste Video wird dann, ja, die Welterkundung sein. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video und bleibt gesund. Ciao, ciao.